Rollenspiele und Improvisation. Fließend durch Übung. Warum Improvisation der nächste Schritt ist. Wenn du schon mit Rollenspielen geübt hast, kennst du das Gefühl. Du spielst typische Situationen durch, lernst passende Phrasen und fühlst dich im echten Gespräch sicherer. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem du merkst, echte Gespräche laufen nie so, wie du sie geübt hast. Menschen antworten anders, stellen neue Fragen oder wechseln plötzlich das Thema. Genau hier beginnt der nächste Schritt: Improvisation. Improvisation bedeutet, spontan zu reagieren, ohne vorher zu wissen, was kommt. Es ist der Moment, in dem du aufhörst, Wörter zu suchen und einfach anfängst zu kommunizieren. Du benutzt, was du schon kennst, kombinierst es neu und lässt die Sprache fließen. Warum ist das so richtig? Weil Spontanität der wahre Test deiner Sprachkompetenz ist. Wenn du improvisierst, trainierst du dein Gehirn in Echtzeit zu denken und zu sprechen. Dabei entstehen oft kleine Fehler, aber genau die sind wertvoll. Denn Improvisation ist kein Test, sondern ein Spielraum, in dem du lernst, mit Sprache frei umzugehen. Der große Vorteil? Improvisation macht Spaß. Du wirst kreativer, entspannter und mutiger. Du lernst dich mit Gesten, Betonung und Emotionen zu helfen, wenn dir mal ein Wort fehlt. Du beginnst, Deutsch nicht nur zu sprechen, sondern zu leben. In dieser Reihe geht es darum, wie du Schritt für Schritt vom sicheren Rollenspiel zur echten Spontanität kommst, mit konkreten Übungen, Ideen und Beispielen, die du allein oder mit anderen machen kannst. Denn Improvisation ist keine Magie, sie ist eine Fähigkeit, die jeder lernen kann. Und sie ist der Schlüssel zu echter, freier Fluency. Vom Nachspielen zum freien Reden. Viele Lernende starten mit festen Dialogen, und das ist auch gut so. Du lernst Strukturen, häufige Sätze und gewinnst Sicherheit. Aber irgendwann merkst du, diese Dialoge sind wie ein Geländer. Sie helfen dir, das Gleichgewicht zu halten, aber du kannst dich nicht frei bewegen. Der nächste Schritt ist, das Geländer loszulassen und frei zu sprechen. Der Übergang vom Nachspielen zum Improvisieren beginnt mit kleinen Veränderungen. Wenn du eine bekannte Szene übst, verändere sie leicht. Bestell im Restaurant diesmal nicht Wasser, sondern Kaffee. Beim Arzt hast du nicht Kopfschmerzen, sondern Halsschmerzen. Schon diese kleinen Abwandlungen zwingen dich, flexibel zu denken. Von festen Phrasen zu flexiblen Bausteinen. Beim Nachspielen nutzt du vorgefertigte Sätze. Beim freien Reden kombinierst du Bausteine neu. Aus „Ich hätte gern ein Wasser“ wird „Ich hätte gern einen Tee mit Zitrone“. Aus „Ich arbeite im Büro“ wird „Ich arbeite im Krankenhaus, aber manchmal auch von zu Hause“. So entsteht lebendige Sprache. Nicht perfekt, aber echt. Der große mentale Wechsel. Freisprechen bedeutet, dich von dem Gedanken an richtig oder falsch zu lösen. Es geht nicht mehr darum, jeden Satz grammatisch perfekt zu formen, sondern deine Idee verständlich auszudrücken. Kommunikation statt Korrektheit. Das ist der Kern. Wie du trainierst. Fang klein an und nimm eine bekannte Szene und füge jedes Mal etwas Neues hinzu. Stell dir Fragen, die im ursprünglichen Dialog nicht vorkamen, oder erfinde eine völlig neue Wendung. So baust du Schritt für Schritt eine Brücke zwischen Rollenspiel und echtem Gespräch. Am Anfang unsicher, bald schon frei, und genau da beginnt die wahre Fluency. Was passiert im Gehirn? Improvisation wirkt auf den ersten Blick chaotisch. Man spricht, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Doch im Gehirn läuft dabei etwas Faszinierendes ab. Es aktiviert dieselben Netzwerke, die auch Musiker, Schauspieler oder Sportler nutzen, wenn sie im Flow sind. Wenn du improvisierst, verlässt du den Modus des bewussten Nachdenkens und wechselst in den automatischen Sprachfluss. Dein Gehirn greift auf gespeicherte Muster zurück, Chunks, Redewendungen, Satzstrukturen, und setzt sie blitzschnell zusammen, ohne dass du jeden Satz planen musst. Das funktioniert nur, wenn du schon genug Input gesammelt hast. Durch Hören,
Lesen, nachsprechen. Improvisation ist also kein Zauber, sondern das Ergebnis von Vorbereitung plus Vertrauen in dich selbst. Das Problem beim Nachdenken. Viele Lernende bremsen sich aus, weil sie im Kopf übersetzen. Sie denken erst auf ihrer Muttersprache, suchen dann das deutsche Wort und verlieren den Rhythmus. Beim Improvisieren bleibt dafür keine Zeit. Dein Gehirn lernt, direkt in Deutsch zu denken und spontan zu reagieren. Was im Gehirn passiert? Der präfrontale Kortex, dein innerer Kontrolleur, wird leiser. Das Sprachzentrum und die motorischen Areale übernehmen. Du reagierst intuitiver, schneller, natürlicher. Das ist der Moment, in dem du plötzlich merkst, ich habe gar nicht nachgedacht, ich habe einfach gesprochen. Improvisation trainiert genau diesen Zustand. Je öfter du frei sprichst, desto stärker wird diese neuronale Verbindung. Du lernst zu vertrauen, loszulassen und die Sprache fließen zu lassen. Am Ende ist Improvisation nichts Mystisches, sondern ein Training für dein Gehirn, Deutsch spontan, lebendig und ohne Angst zu benutzen. Warm-up-Übungen für freies Sprechen. Bevor du frei sprichst oder improvisierst, braucht dein Gehirn, genau wie dein Körper beim Sport, ein Warm-up. Es hilft, Blockaden zu lösen, Angst zu reduzieren und den Sprachfluss in Gang zu bringen. Schon 5 Minuten reichen, um dich locker zu machen. 1. Laut denken auf Deutsch. Wähle ein einfaches Thema, zum Beispiel, was ich heute machen will oder mein Lieblingsessen. Sprich laut, ohne anzuhalten. Es geht nicht um Grammatik, sondern um Bewegung im Denken. Wenn dir ein Wort fehlt, umschreibe es. Statt Mixer sag das Gerät, das man für Smoothies benutzt. 2. 1 Minute Talks. Stell dir einen Timer auf 60 Sekunden. Wähle ein Thema, zum Beispiel Reisen, Wetter, Technologie, und sprich ohne Pause, bis die Zeit vorbei ist. Keine Planung, kein Zögern, einfach reden. Du kannst dich danach selbst aufnehmen und anhören, um Fortschritte zu erkennen. 3. Wortketten. Nimm ein zufälliges Wort, zum Beispiel Kaffee. Bau daraus eine spontane Geschichte. Ich trinke morgens Kaffee. Mein Lieblingskaffee ist stark. In Deutschland gibt es viele Cafés. Lass die Gedanken fließen, egal wohin sie führen. 4. Zungenbrecher und Rhythmusübungen. Sag typische deutsche Zungenbrecher, etwa Fischers Fritz fischt frische Fische. Das wärmt nicht nur die Artikulation auf, sondern verbessert deinen Sprechrhythmus. 5. Emotion hinzufügen. Sprich denselben Satz mit verschiedenen Emotionen. Wütend, überrascht, gelangweilt. Das trainiert Intonation und Ausdruckskraft. Warm-up-Übungen sind wie kleine mentale Dehnungen. Sie bringen dich in Bewegung, bevor du richtig improvisierst. Je öfter du sie machst, desto schneller kommst du in den Flow und desto natürlicher wird dein Sprechen. Solo-Improvisation. Spiele für dich allein. Improvisation funktioniert wunderbar mit Partnern, aber du kannst sie auch allein trainieren. Tatsächlich ist Soloübung einer der besten Wege, um frei zu sprechen, weil du völlig ohne Druck experimentieren kannst. Hier sind einige einfache, aber sehr effektive Improvisationsspiele, die du jederzeit machen kannst. Erstens, Themenkarten ziehen. Schreib 10 bis 20 Themen auf kleine Zettel. Reisen, Arbeit, Musik, Träume, Essen, Technik, Zukunft und so weiter. Zieh einen zufällig und sprich 1 bis 2 Minuten darüber. Ohne Vorbereitung. Das Ziel ist, reden ohne zu stoppen. Zweitens, Wörter kombinieren. Nimm 2 zufällige Wörter, zum Beispiel Apfel und Auto, und finde spontan eine Verbindung. Erzähle eine kleine Geschichte. Ich habe einen Apfel im Auto vergessen, jetzt riecht alles süß. So trainierst du Kreativität und Flexibilität. Drittens, die 5-Fragen-Technik. Wähle ein Objekt in deinem Zimmer, zum Beispiel Tasse. Beantworte spontan 5 Fragen dazu.
Was ist das? Woher habe ich sie? Warum mag ich sie? Wie benutze ich sie? Was wäre, wenn sie sprechen könnte? So bleibst du im Redefluss. 4. Die 1-Minuten-Geschichte. Setz dir einen Timer auf 60 Sekunden und erzähle eine spontane Geschichte, ganz egal wie absurd sie ist. Du trainierst Struktur, Improvisation und Wortfindung unter Zeitdruck. 5. Perspektivwechsel. Sprich als jemand anderes. Ein Kellner, ein Lehrer, ein Hund, ein Außerirdischer. Das klingt spielerisch, ist aber ein starkes Training für Spontanität, Humor und Rollenbewusstsein. Das Wichtigste ist nicht die Perfektion, sondern der Fluss. Je öfter du solche kleinen Improvisationen machst, desto natürlicher wird es, spontan auf Deutsch zu denken und zu sprechen. Ganz ohne Skript, ohne Angst. Improvisation mit Partnern oder Gruppen. Mit anderen zu improvisieren ist der schnellste Weg, um wirklich spontan zu werden. Denn sobald du mit einem Partner oder in einer Gruppe sprichst, passiert etwas Wunderbares. Du kannst nicht alles planen. Du musst reagieren auf neue Fragen, Ideen oder Emotionen. Genau das ist der Kern echter Kommunikation. 1. Frage-Antwort-Spiel. Einer stellt eine Frage, der andere antwortet sofort, ohne nachzudenken. Beispiel A. Was hast du heute gegessen? B. Eine Banane mit Senf. Egal ob es stimmt, Hauptsache spontan. Das Ziel ist nicht Wahrheit, sondern Reaktionsgeschwindigkeit. 2. Die Ja-und-Technik. Diese Übung stammt aus dem Improvisationstheater. Eine Person beginnt mit einer Aussage, die nächste fügt etwas hinzu. Immer beginnend mit Ja und. Beispiel A. Ich bin gestern nach Berlin geflogen. B. Ja, und du hast im Flugzeug einen Papagei getroffen. So trainierst du, Gespräche fließend fortzuführen, statt sie zu blockieren. 3. Miniszenen spielen. Wähl zufällige Situationen. Im Café, im Krankenhaus, im Zug, im Bewerbungsgespräch. Einer startet, der andere reagiert. Keine Vorbereitung, nur zuhören, reagieren, weitermachen. 4. Emotionen einbauen. Spielt dieselbe Szene mit verschiedenen Gefühlen. Wütend, glücklich, nervös. So lernst du, wie Tonfall und Körpersprache die Bedeutung verändern. 5. Gruppenimprovisation. In kleinen Gruppen kann jeder kurz eine Rolle übernehmen. Eine Person startet, die nächste ergänzt. Chaos? Möglicherweise, aber genau das trainiert echte Spontanität und Spaß. Gruppenimprovisation schafft Energie, Humor und natürliche Dynamik. Du lernst zuzuhören, schnell zu reagieren und die Sprache im Moment zu leben, genau wie im echten Alltag. Emotionen, Gestik und Mimik einsetzen. Sprache ist viel mehr als Wörter. Wenn du improvisierst, spielen Emotionen, Gestik und Mimik eine entscheidende Rolle. Sie machen deine Kommunikation lebendig und helfen dir sogar, flüssiger zu sprechen. Warum? Ganz einfach. Emotion aktiviert dein Gehirn. Wenn du Gefühle ausdrückst, sprichst du nicht mehr aus dem Schulmodus, sondern aus dem echten Leben heraus. Deine Stimme wird natürlicher, deine Körpersprache unterstützt das Gesagte und du bleibst im Fluss. 1. Emotionen bewusst einbauen. Nimm einen neutralen Satz wie „Ich habe Hunger“. Sag ihn einmal traurig, einmal wütend, einmal glücklich, einmal genervt. Du wirst merken, wie sich Rhythmus, Tonfall und Tempo verändern. So lernst du, deine Stimme gezielt zu steuern. 2. Körpersprache einsetzen. Wenn du etwas beschreibst, nutze deine Hände. Zeig Größen, Richtungen, Bewegungen. Gestik hilft nicht nur dem Zuhörer, sondern auch dir.
Sie aktiviert dein Sprachzentrum und erleichtert das Finden von Wörtern. 3. Gesichtsausdruck trainieren. Schau dich im Spiegel an, während du sprichst. Lächle, runzel die Stirn, spiele mit deinen Emotionen. Du wirst dich zunächst vielleicht komisch fühlen, aber dein Ausdruck wird dadurch deutlich authentischer. 4. Szenen emotional spielen. Wenn du mit einem Partner improvisierst, übertreib bewusst. Mach aus einer kleinen Situation ein Drama oder eine Komödie. Das macht Spaß und festigt gleichzeitig deine sprachliche Flexibilität. Emotion und Gestik sind wie ein Motor für Sprache. Wenn du sie einsetzt, sprichst du nicht nur mit Wörtern, sondern mit deinem ganzen Körper. So entsteht echtes, lebendiges Deutsch. Und dein Improvisieren wird zu einer kleinen Performance, die dich sicherer, mutiger und fließender macht. Fehler als Teil der Improvisation akzeptieren. Viele Lernende haben Angst vor Fehlern. Sie denken, ich darf nichts Falsches sagen, sonst klingt es peinlich. Doch in der Improvisation gilt das Gegenteil. Fehler gehören dazu. Sie sind kein Problem, sondern der Treibstoff für deinen Fortschritt. Beim Improvisieren geht es nicht darum, perfekte Sätze zu bilden, sondern Ideen auszudrücken. Wenn du frei sprichst, wirst du automatisch Fehler machen. Grammatik, Artikel, Wortwahl. Aber genau das ist Training für dein Gehirn. Es lernt, flexibel zu reagieren, Wörter zu umschreiben und Sätze zu retten. 1. Perspektive wechseln. Sieh Fehler als Feedback, nicht als Versagen. Jeder Fehler zeigt dir, wo du gerade stehst und was du als nächstes lernen kannst. So wie ein Musiker falsche Töne nutzt, um seine Technik zu verbessern. 2. Der Theatereffekt. Im Improvisationstheater sagen Schauspieler oft, schaltere fröhlich. Das bedeutet, wenn du stolperst, mach weiter, mit einem Lächeln. Du verwandelst Unsicherheit in Energie. Auch beim Sprachenlernen gilt, je entspannter du reagierst, desto schneller kommst du wieder in den Fluss. 3. Fehler sichtbar machen. Sprich mit Partnern ab, dass ihr Fehler offen besprecht, aber ohne Kritik. Sagt einfach, oh, das war interessant. Ich hätte gesagt, und weiter. Das nimmt den Druck raus und stärkt das Vertrauen. 4. Mut zur Lücke. Manchmal fehlt dir ein Wort. Statt zu stoppen, beschreib es mit anderen Worten oder Gesten. So bleibst du im Gespräch und das ist wahre Kommunikationskompetenz. Improvisation heißt nicht, fehlerfrei zu sprechen, sondern trotz Fehlern fließend zu bleiben. Wer das schafft, denkt nicht mehr an Grammatik, sondern lebt die Sprache. Genau das ist echte Fluency. Improvisation in den Alltag integrieren. Improvisation funktioniert nicht nur im Unterricht oder mit Partnern, du kannst sie jeden Tag in deinen Alltag einbauen. So wird freies Sprechen zu etwas ganz Normalem. Nicht zu einer Übung, sondern zu einem Teil deines Lebens. 1. Mini-Rollenspiele im Kopf. Wenn du im Supermarkt bist, stell dir vor, du müsstest jemandem auf Deutsch den Weg zu den Tomaten erklären. Oder im Bus. Du sprichst innerlich mit einem unsichtbaren Gesprächspartner. Das klingt verrückt, ist aber ein geniales Gehirntraining. Denn Denken wechselt automatisch auf Deutsch. 2. Selbstgespräche. Erzähl dir selbst, was du gerade machst. Jetzt koche ich. Ich schneide die Zwiebeln. Ich brauche noch Salz. Diese Methode ist einfach, effektiv und stärkt deine Fähigkeit, spontan in ganzen Sätzen zu denken. 3. Improvisationsminuten. Nimm dir einmal am Tag 2 bis 3 Minuten und rede über ein zufälliges Thema. Kein Skript, keine Vorbereitung.
Du kannst dich aufnehmen und später anhören, um deinen Fortschritt zu bemerken. 4. Beobachtungen kommentieren. Schau dich um und kommentiere, was du siehst. Die Sonne scheint. Der Nachbar gießt die Blumen. Das Auto ist laut. So wird Improvisation zur Alltagssprache. 5. Kreative Varianten. Verwandle Routinen in kleine Spiele. Sag denselben Satz auf 3 verschiedene Weisen. Oder erzähl dieselbe Geschichte in verschiedenen Emotionen. Traurig, wütend, begeistert. Improvisation ist kein separates Lernfach. Sie ist eine Haltung. Es geht darum, die Sprache fließen zu lassen, wann immer du kannst. Ob beim Spazieren, Putzen oder Kochen, jedes Mal, wenn du improvisierst, wächst dein Sprachgefühl. Mach Deutsch zu deinem täglichen Spielplatz. Mit der Zeit wirst du merken, dass du immer weniger zögerst und das Sprechen plötzlich ganz natürlich wird. Freiheit durch Übung. Wie Improvisation zur echten Fluency führt. Improvisation ist der Moment, in dem Sprache lebendig wird. Du hörst auf, nach Regeln zu suchen und beginnst einfach zu kommunizieren. Genau das ist der Punkt, an dem Lernen zu echter Fluency wird. In den letzten Kapiteln hast du gesehen, wie Improvisation funktioniert. Du beginnst mit einfachen Rollenspielen, löst dich Schritt für Schritt vom Skript und lernst frei zu sprechen. Du aktivierst dein Sprachzentrum, trainierst Spontanität und gewöhnst dein Gehirn daran, Deutsch direkt zu denken. Improvisation ist nicht Chaos, sie ist strukturierte Freiheit. Durch kleine Spiele, Warm-ups und kreative Übungen entwickelst du ein Gefühl für Rhythmus, Ausdruck und natürliche Reaktion. Du lernst, in Momenten zu sprechen, in denen du früher gezögert hättest. Das Entscheidende: Du verlierst die Angst. Fehler werden Teil des Prozesses. Emotionen bringen dich in den Fluss und Gestik unterstützt deine Worte. Mit der Zeit wird aus Unsicherheit Sicherheit und aus Lernen wird Ausdruck. Improvisation ist auch eine Art Vertrauenstraining. Du lernst, auf dich selbst zu hören, der Sprache zu vertrauen, die schon in dir ist. Du brauchst kein perfektes Vokabular, um verstanden zu werden, nur Mut, dich zu zeigen. Fazit: Fluency entsteht nicht durch endloses Grammatikpauken, sondern durch Bewegung, durch Sprechen, Reagieren, Spielen. Wer regelmäßig improvisiert, wird automatisch fließender, authentischer und entspannter. Also, mach Deutsch zu deiner Bühne. Spiel, rede, erfinde, lach und beobachte, wie die Sprache mit dir wächst. Denn Improvisation ist nicht das Ziel, sondern der Weg zur echten, lebendigen Kommunikation.